Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des Utopia E-Bikes, und dieses Bike ist echt verrückt. Man muss dazu sagen, ich habe hier nur den Prototyp, da wird sich noch mal ein bisschen was ändern zur Serie, das spreche ich dann nachher auch in dem Video an. Aber es sieht nicht nur verrückt aus, hier mit dem abfallenden Sattelrohr nach hinten weg, nein, es hat auch ein paar richtig verrückte Features. Ich nenne mal ein paar Stichworte: Fingerabdrucksensor, Sprachsteuerung, GPS, SIM-Karte, Rahmen komplett aus dem 3D-Drucker, komplett aus Carbon, das Teil, um da mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Das kann man jetzt via Indiegogo vorbestellen, geliefert wird es im nächsten Jahr, und wir schauen uns jetzt mal an, was das Teil im Test so drauf hat. Los geht's! Und mit dem Utopia könnte uns eins der spannendsten E-Bikes seit langer Zeit bevorstehen, denn hier ist nicht nur das Design außergewöhnlich. Wir wollen trotzdem der Reihe nach gehen und fangen genau damit an. Der gesamte Rahmen ist aus Carbon gefertigt und kommt aus dem 3D-Drucker, und das merkt man an gleich mehreren Dingen. Auf der einen Seite ist das Utopia dadurch natürlich sehr, sehr leicht. Es bringt inklusive Akku rund 13 Kilo auf die Waage, und das ist natürlich ein herrlich leichter Wert für ein E-Bike. Auf der anderen Seite merkt man das aber auch an der Haptik. Wir haben hier einen matten Rahmen, an dem sich das Carbon auch akustisch bemerkbar macht, wenn man da so dran klopft, und zu guter Letzt bieten Material und Fertigungsweise federnde Eigenschaften, und die nimmt man bei einem ansonsten sleeken Design E-Bike ohne jegliche federnde Elemente natürlich sehr gerne mit. Ja, und auch die Formsprache begeistert natürlich, mich zumindest, denn hier am Heck sehen wir den wegknickenden Hinterbau, die Sattelstange verschwindet, und das ist dann einfach ein aufregendes Design. Das teilt Utopia aber mit einem anderen Hersteller, und zwar mit den 3D gedruckten Stahlbikes von Urvan. Also diese Parallelen lassen sich nicht von der Hand weisen. Ob das jetzt schon zu dreist abgekupfert ist, dafür kenne ich mich rechtlich zu wenig aus. Hoffen wir aber mal, dass das alles okay ist. Egal wie es auch sei, es ist ein Bike, das auffällt, hier in der Farbgebung Midnight in Paris, die mir sogar noch um einiges besser gefällt als die Standardlackierung. Apropos Standard, ein Ständer gehört hier nicht dazu. Ihr seht aber hier die Aussparung dafür, und von daher seht ihr das Rad hier auch immer nur angelehnt. Vorab sei gesagt, das E-Bike ist noch nicht auf dem Markt. Die ersten Exemplare werden im Februar 2022 bei den Bestellern ankommen. Vorbestellen lässt sich das Rad via Indiegogo. Den Link dazu habe ich in der Beschreibung. Die Finanzierung scheint hier aber keine Hürde mehr zu sein, denn produziert wird wohl so oder so. Dementsprechend haben wir es bei diesem Exemplar hier noch mit einem Vorserienmodell zu tun. Bezüglich der Hardware sozusagen macht das eigentlich kaum Unterschiede, aber, und in diesem Bereich will das Utopia glänzen, bei der Software, da konnte ich vieles leider noch nicht testen. Aber schauen wir uns mal an, was man schon besprechen kann, denn das ist in jedem Fall sehr, sehr reizvoll. Direkt ins Auge springt dann natürlich die Smartbar, so nennt Utopia das Display, auf dem wir hier den Akkustand in Form eines Piktogramms angezeigt bekommen und während der Fahrt auch noch die aktuelle Geschwindigkeit. Die Darstellungsform erinnert in Teilen an das One Move, denn auch hier haben wir ein LED-Dot-Matrix-Display, wenn auch nochmal ganz anders ausgelegt, ist sehr gut ablesbar hier, soll aber sogar noch besser werden, da in der Serie nochmal eine andere Abdeckung darüber liegt. Wir haben 3 verschiedene Unterstützungsstufen, die können wir mit diesem Steuerkreuz hier auf der linken Seite durchswitchen: Eco, Comfort und Sport Mode, und dann auf Nullstellung den sogenannten Pedal Mode, wo man eben ohne Unterstützung fährt. Und ihr hört es schon, wenn man die Modi wechselt, dann spricht das Bike mit mir. Comfort Mode, Eco Mode, Pedal Mode. Aber nicht nur das Ganze geht auch andersherum, denn auch ihr könnt mit dem Utopia sprechen. Also klar, man kann mit jedem Gegenstand sprechen, nur hier macht es auch noch Sinn, denn dank Sprachsteuerung tut sich da dann auch noch was. So lässt sich beispielsweise das Bike abschließen. Lock the bike. See you. Das Licht an- und ausschalten. Light on. Light on. Beides Befehle, die ich auch schon in der Vorserie testen konnte. Die Unterstützungsstufe wechseln hat noch nicht geklappt, und auch andere Befehle konnte ich noch nicht herausfinden. Die Möglichkeiten sind aber nach oben hin offen. Mit 3 Noise-Canceling-Mikrofonen ausgestattet hat das Erkennen sehr gut geklappt, und es sollen auch noch nach und nach mehr Kommandos folgen.
Braucht man das? Boah, das ist wohl eher die Frage. Also wenn ihr mich fragt, nicht unbedingt. Es ist natürlich cool, dass sowas geht, muss man aber mögen, gerade in der Öffentlichkeit mit seinem Bike zu reden ist, sofern sich das nicht bald etabliert, doch arg gewöhnungsbedürftig und auch, dass jedes Setting mit einem Sound aus dem integrierten Lautsprecher quittiert wird, ist nicht jedermanns Sache. Ich hoffe oder denke zumindest, dass man das in der App, die demnächst erscheinen soll, dann auch manuell abschalten kann. Sollte das nicht so sein, kommt es ja vielleicht trotzdem noch später, denn via Over-the-Air-Updates kann das Bike immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, Fehler ausgemerzt werden und auch immer neue Funktionen nachgerüstet werden. Aber Voice Control und schickes Display sind bei weitem nicht die einzigen Spielereien. Ich habe es ja eben gesagt, man kann sein Bike abschließen, nicht physisch, aber zumindest softwareseitig. Wenn das Bike gesperrt ist, wird jedes Hantieren daran mit einem Alarm und einem Ausrufezeichen im Display quittiert. Ein Kicklock wie beim VanMoof etwa bekommen wir hier aber nicht. Was wir bekommen, wenn dann die App erhältlich ist aber eine Push-Notification aufs Handy. Wenn das Bike bewegt wird, wohin es bewegt wird, sehen wir dann auch dank integrierter SIM-Karte, 4G, GPS, also die ganzen Konnektivitätsfeatures, die neben Bluetooth hier auch noch an Bord sind und das ist natürlich sehr, sehr beruhigend. Gleiches gilt für das Millimeter Wave Radar, das sind Wellen, die nach hinten abgegeben werden und wenn sich dann ein Auto nähert, bekommt ihr auch das auf dem Bike ausgegeben, hat also sowas von einem digitalen Rückspiegel, aber auch dabei gilt, noch nicht in der Vorserie, obwohl ich das schon sehr, sehr gerne mal getestet hatte. Aber das am deutlichsten nicht serienreife Teil ist hier die Sattelstütze. Fangen wir beim offensichtlichsten mal an. Wir haben hier noch kein Rücklicht. Aber das Rücklicht soll in der Serie mal ziemlich cool werden. Das ist nicht nur eine gut sichtbare LED nach hinten, sondern beinhaltet auch noch Projektionen, die links und rechts neben das Bike geworfen werden können. Die werden immer dann sichtbar, wenn ihr den Blinker betätigt. Ja, Deutschland- und Fahrradblinker, das ist jetzt keine Liebesbeziehung, aber in der Serie wird die Abbiegeabsicht dann auf den Boden neben euch projiziert. Man kann den Blinker schon über die Tasten hier betätigen und der wird auch schon grafisch im Display als auch akustisch über den Lautsprecher angezeigt, aber eben noch nicht sichtbar für die anderen Verkehrsteilnehmer. Was dann auch ein Problem war am Sattel, war es, für mich den Sattel auf eine höhere Position zu stellen. Also das Stellen ging schon, aber das Einrasten nicht, denn der Mechanismus zum Festziehen hat bei mir irgendwie nicht gegriffen. Da das ganze Bauteil in der Serie aber ohnehin noch etwas anders aussehen wird, gehe ich einfach mal davon aus und hoffe ich, dass sich das noch ändern wird. Aber nur, dass ihr es wisst, das ist auch der Grund, warum ich hier manchmal so weit unten sitze auf den Aufnahmen, was dann ziemlich komisch aussieht. Eigentlich, das würde ich jetzt sagen, nachdem ich mal geschaut habe, bis wohin sich das Sattelrohr ausziehen lässt, sollten da Fahrer mit bis zu 1,95 Meter noch drauf sitzen können. Aber das nur meine erste Einschätzung und wie ich dann noch gesehen habe, deckt sich das auch mit den Angaben von Utopia und los geht es ab einer Körpergröße von 1,65 Meter. Kommen wir zur nächsten smarten Spielerei, denn es geht noch weiter. Auf der rechten Seite haben wir einen Fingerabdrucksensor. Damit könnt ihr dann das Bike entsperren und starten, was ziemlich cool ist, aber hier kommt es für meine Bewertung darauf an, wie sich die freigegebenen Fingerabdrücke erfassen lassen. Wenn das am Bike mit Hilfe der App geschehen kann, dann ist das sehr cool, braucht es dafür aber ein Smartphone mit Fingerabdrucksensor, sind komplett die Nutzer mit einem iPhone schon mal raus, weil es da beispielsweise seit Jahren keinen Fingerabdrucksensor mehr gibt und das gilt natürlich auch noch für andere Modelle. Also zum Hinterlegen hoffe ich auf das Bike und nicht die Smartphone-Abhängigkeit. Wenn das dann aber so klappt, ist es eine der lässigsten und unkompliziertesten sowie sicheren Methoden, sein Bike zu starten und den Alarm auszuschalten. Das war aber noch nicht alles. Gleichzeitig gibt es dank Gyroskop noch eine Sturzerkennung mit automatischer Kontaktbenachrichtigung. Also in puncto Smart Features könnte das Utopia ein echter Gamechanger werden. Und leider muss ich hier noch im Konjunktiv sprechen, denn wie gesagt, ich konnte wirklich auch nur einen Bruchteil davon wirklich selbst ausprobieren. Was aber schon komplett war, waren Motor und Antrieb und ich meine, wir reden hier immer noch von einem Fahrrad und bei aller Liebe für die technischen Spielereien, es kommt natürlich auch auf den Motor an. Der Motor sitzt unauffällig in der Hinterradnabe und kommt von MyWise. Den kennt man nicht unbedingt, ich und vielleicht ja auch ihr als Abonnenten kennen den aber vom Tenways, was ich ja auch schon getestet habe. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen und das tut er mir hier auch, denn wir haben es hier noch mit einem Drehmomentsensor zu tun. Ich finde den komischerweise aber nicht ganz so feinfühlig wie beim Tenways damals, aber man merkt ihn schon. Mehr Kraft in die Pedale führt zu mehr Motorunterstützung, führt zu flotterem Vorankommen und diese Gleichung gilt ja auch für muskelbetriebene Räder und das schafft dann eben ein sehr natürliches, intuitives Fahrgefühl ohne künstlich komischen Moped-Effekt. Hat mir hier sehr gut gefallen, nur manchmal war er dann doch etwas zu kraftvoll für die Kraft, die ich selbst reingesteckt habe. Gut, andersrum wäre es schlimmer gewesen, aber ein Cowboy ist da dennoch noch etwas besser ausbalanciert. Viele wird es aber gar nicht stören, im Gegenteil, je mehr Power, desto besser, heißt es ja oft, also nicht falsch verstehen, wir meckern hier auf einem doch recht hohen Niveau.
Was übrigens super funktioniert, ist das Fahren ohne Motorunterstützung, und zwar in 2 Szenarien. Das erste ist ganz klassisch das Fahren über 25 km/h, denn hier hört der Motor ja auf zu arbeiten und unsere Beine sind dran, und dank des hervorragenden Auskuppeln des Motors klappt das auch sehr, sehr gut hier. Wir spüren keinerlei Widerstand und es geht recht einfach deutlich über 35 km/h. Wenn ihr euch richtig anstrengen wollt, kommt ihr auch da noch locker drüber. Und ja, Power ist hier definitiv vorhanden. Man kommt sehr, sehr gut auch steile Berge hinauf. Wie viel Drehmoment der Motor letztendlich haben wird, weiß ich nicht. Ich würde aber mindestens so 40, 45 Newtonmeter vermuten, was bei einem solchen leichten Bike natürlich schon sehr, sehr ordentlich ist. Vermisst habe ich dabei jedenfalls noch nichts. Das zweite Szenario ist, wenn der Akku leer geht. Das wird euch bei, ja, einigen wir uns mal auf einen Mittelwert von rund 70, 75 Kilometern passieren. Dann könnt ihr natürlich auch noch super nach Hause fahren, ohne dass ihr Gefahr lauft, ein schweres E-Bike schieben zu müssen. Übertragen wird die Energie von einem Riemen, nicht irgendeinem, sondern einem Gates Carbon-Riemen. Das finde ich super. Ein Markenbauteil mit langer Lebensdauer und einer quasi nicht vorhandenen Wartungsintensität. Glänzen die ja und mir gefallen die immer. Vor allem flitzt er auch sehr lautlos umher und auch vom Motor müsst ihr keine Geräusche erwarten. Das passt zu dem Äußeren, das ja ebenfalls so gar nicht nach E-Bike aussieht. Denn den Akku haben wir hier schön im Schrägrohr integriert. Er lässt sich abnehmen, um ihn aufzuladen, kann aber auch im Bike selbst geladen werden. Er kommt mit einer Kapazität von 360 Wattstunden und kann mit dem beiliegenden Netzteil in nur rund 2,5 Stunden einmal von 0 auf 100 aufgeladen werden. In Reichweite ergibt diese Kapazität dann ungefähr 60, 70 Kilometer. Ich habe es eben schon mal gesagt, die Spanne gibt Utopia mit 50 bis 130 Kilometer an, und ja, das ist nach Fahrweise, Temperatur und Gewicht natürlich auch schon ein bisschen nach oben ausreizbar, aber ich meine, wir müssen uns hier auf irgendeinen Mittelwert einigen. Die Bremsen sind hydraulische Scheibenbremsen, da kommen allerdings keine bekannten Marken zum Einsatz, trotzdem, die greifen wirklich ordentlich rein, wie das bei hydraulischen Scheiben ja der Fall ist. Wenn man jedoch milde dosiert und so auf längere Strecke die Hebel zieht, dann pumpen sie mir noch so ein bisschen zu viel, also die muss man ordentlich einbremsen, damit das Ganze nicht zu unrund wirkt. Und etwas unrund trifft auch so ein bisschen schon das Fazit dieses Prototypen hier. Dieses Bike hat so unglaublich viele Features, viele davon eben noch nicht hier enthalten, dass ich mich mit einem Fazit echt schwer tue. Was können wir denn jetzt schon sagen? Der Motor hat Kraft, der Sensor ist ein nettes, wenn auch nicht ganz so smoothes Plus. Die Fahreigenschaften auf den dünnen, glatten Reifen sind hervorragend. So wendig, so schnell und so agil, das machen der tolle Motor und das niedrige Gewicht. Vom Style-Faktor kann man hier auch nur volle Punktzahl vergeben, auch wenn das natürlich immer Geschmackssache ist. Und Geschmackssache trifft natürlich auch auf die ganzen Smart-Features zu. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem E-Bike reden möchte. Das müsste sich wirklich im Alltag, in der Praxis zeigen. Aber die Tatsache, dass es geht, ist verrückt. Und das finde ich auch irgendwie cool und ebnet vielleicht den Weg für ganz neue Features, die wir jetzt noch so gar nicht erwarten am E-Bike. Fingerabdrucksensor, eine Warnung von nahenden Autos, projizierte Abbiegesignale. Ich meine, wow, das Utopia ist unglaublich krass ausgestattet, aber hier muss ich wieder sagen, ich konnte eben nur einen Bruchteil testen. Wenn, und ich unterstreiche hier, wenn das alles so kommt und man dank App dann auch noch weitere Funktionen dazu bekommt und für mich wichtig, die Sounds ausschalten kann, dann ist das Utopia das ultimative und stylische Bike der Zukunft. So viel Technik in so einem schlanken Rahmen, das ist schon der Wahnsinn, und derzeit gibt es das Bike für $2.000 bei Indiegogo, also rund 1.700 €, und auch das, da fallen mir wirklich kaum Gründe dagegen ein, ehrlich gesagt. Ich meine, was ist das für ein Preis? Ja, später verdoppelt er sich, und wenn ihr Interesse habt, dann checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Aber ich meine, selbst verdoppelt ist es wirklich noch mehr als im Rahmen. Das war's von mir, das war's vom Utopia. Wie immer interessiert mich am Schluss auch eure Meinung. Schreibt mir die doch gerne mal in die Kommentare. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat. Und natürlich freue ich mich noch mehr über jedes Abo, was mit diesem Video dazukommt. Denn dann seid ihr auch immer unter den Ersten, die das mitbekommen, wenn ein neues Video online geht. Dieses hier ist jetzt vorbei. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.